Das ist ein roher Bernstein. Aus diesem machen wir einen schönen glänzenden. Die grobe Bernsteinrinde werden wir zuerst mal abschleifen und dann immer feiner polieren, bis ein wunderschöner Bernstein fertig ist. Herzlich willkommen! In unserem vorigen Film haben wir gezeigt, wie man rohe Bernsteine per Hand schleifen kann. Heute zeigen wir, wie man dafür auch Geräte benutzen kann. Hier sehen wir beispielsweise einen rohen Bernstein, den wir noch so nach und nach abschleifen. Hier ist es eine Schleifscheibe mit 80er Gradation. Und nach wird die Bernsteinrinde abgeschliffen. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Materialien finden Sie in der Beschreibung. Wir möchten den Bernstein so schleifen, dass die Rückseite naturbelassen bleibt. Zuerst schleifen wir an der Vorderseite die Bernsteinrinde ab. Die Rückseite belassen wir weitgehend roh, so dass der natürliche Reiz erhalten bleibt. Die helle milchige Farbe ist viel wertvoller wie diese typische Cognacfarbe, weil von diesen Bernsteinen viel weniger gibt. Aus Sicherheitsgründen empfehle ich Ihnen, bei der Bearbeitung Schutzbrille zu benutzen und eine Staubmaske, damit keine Splitter in die Augen kommen oder Staub in die Lunge. Die 80er Körnung verwenden wir vorwiegend, um die Form vorzugeben und die groben Stellen abzuschleifen. Und dann werden wir das immer feiner bearbeiten mit der Körnung 240 auf eine Diamantscheibe. So schaut es aus, nachdem wir das mit 80er Körnung geschliffen haben. Und jetzt gehen wir gleich also zur 240er Körnung über. Damit erreichen wir, dass keine Kratzer mehr zu sehen sind. Diese milchige Farbe ist sehr beliebt, vorwiegend in den asiatischen Ländern. Die nennt man auch Butterscotch. Die milchige Bernsteinfarbe ist viel seltener und damit auch wertvoller und inzwischen ist sie auch sehr beliebt auch bei den deutschen Kunden.
Die Marmorierung und diese Schattierungen machen diesen Bernstein besonders wertvoll und interessant. Es bietet sich an, aus diesem Bernstein einen Anhänger zu machen, durch diese längliche Form. Wir haben eine schöne, glatte Oberfläche geschaffen. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein schöner Glanz. Die 240er Diamantscheibe haben wir abgeschraubt und jetzt verwenden wir eine Polierscheibe aus Stoff, die ziemlich hart ist. Dazu verwenden wir auch ein Schleifpaste. Und anschließend werden wir mit einer weichen Scheibe nachpolieren, und zwar mit der Finish-Politur. Diese Finish-Politur verwenden wir auch in unserer Werkstatt und erzeugen damit schon seit Jahren sehr gute Ergebnisse. Die Einzelheiten finden Sie in der Beschreibung. Hier wird die Schleifpaste aufgetragen auf die Schleifscheibe. Und anschließend wird der Bernstein damit geschliffen, sodass die verbliebenen Risse und Unebenheiten beseitigt werden. Diese Art der Bearbeitung, das Schleifen und Polieren mit einer Polier- und Schleifscheibe, ist geeignet nur für weiche Materialien, wie zum Beispiel den Bernstein. Das ist weniger oder gar nicht geeignet für Mineralsteine. Um Mineralsteine schleifen und zu polieren, braucht man Diamantscheiben. Und die Steine werden im nassen Zustand geschliffen und poliert. Beim Schleifen des Bernsteins muss man darauf unbedingt achten, dass man den sehr fest hält. Es kann nämlich passieren, dass die Scheibe Ihnen aus der Hand reißt. Wenn Sie das Schleifen und Polieren von Mineralsteinen erleben möchten, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Wir werden demnächst ein Video dazu veröffentlichen. Jetzt ist der Bernstein fertig geschliffen. Die Oberfläche ist glatt und ohne Kratzer und Dellen. Das Einzige, was noch fehlt, ist der perfekte Glanz. Den Glanz erreichen wir mit der weichen Scheibe und mit der Bernsteinpolitur. Das ist gut geeignet auch für Bernsteine, die trüb geworden sind und stumpf, und damit kann man nochmal Glanz verleihen. Hier wird reichlich Bernsteinpolitur aufgetragen, um den Glanz zu erzeugen.
diese Weise kann man auch alten Bernsteinschmuck aufpolieren, der einen Glanz verloren hat und stumpf, matt oder trübe geworden ist. Den perfekten Glanz erreicht man nicht nur mit solcher Polierscheibe, sondern auch per Hand, indem man die Politur auf ein weiches Tuch aufträgt und die trüben Stellen durch wiederholtes Reiben zum Glänzen bringt. Dazu können Sie sich unser Video anschauen. Sehe den Link oben oder in der Beschreibung. Der Bernstein ist schon deutlich glänzender geworden. Er hat dadurch auch am Wert gewonnen. Man sieht auch die unterschiedlichen Schattierungen, also von ganz hell, so mittel und bis ganz dunkel auf der Rückseite. Die Rückseite haben wir bewusst roh belassen. Das sind übrigens auch Merkmale für die Echtheit des Bernsteins. Wenn so rohe Stellen an Bernstein zu sehen sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht gefälscht wurden. So schaut der Bernstein aus, nachdem wir ihn geschliffen und poliert haben. Aber das ist noch nicht ganz das Ende. Wir machen daraus etwas Besonderes. Wir haben uns entschlossen, daraus einen Anhänger zu machen. Dafür suchen wir passende Aufhänger. Hier haben wir ein paar Beispiele und probieren aus, welche davon am besten passen. Die Aufhänger sind aus Sterling Silber, zum Teil auch vergoldet. Und so erzeugen wir unseren Schmuck auch in unserer Werkstatt in Danzig. Die Sachen können Sie auch in unserem Laden in Nürnberg begutachten. Jetzt ist unsere Aufgabe, ein Loch in den Bernstein zu bohren, an dem die Aufhängung befestigt wird. Dafür haben wir einen Trick. Wir nehmen so ein Band und kleben die Stelle ab, die gebohrt werden soll. Das erleichtert das Bohren. Der Bohrer rutscht nicht ab und lässt sich gut ansetzen. Für die Bohrung verwenden wir so einen Dremel-Handbohrer und verwenden dafür einen Diamantaufsatz. Der Durchmesser beträgt ca. 1 mm. Man kann stattdessen auch einen Metallbohrer von dieser Weite verwenden. Das Band erleichtert die Arbeit. Damit rutscht der Bohrer nicht ab. Wir machen das Band ab und säubern die Bohrstelle. Wir haben uns entschieden für die vergoldete Öse als Aufhängung. Die passen wir jetzt an. Wir kleben die Öse noch fest mit 2 Komponentenkleber. Damit sind wir mit der Arbeit fertig. Hier sehen wir deutlich, wie der ursprünglich rohe Bernstein zu einem wunderschönen und wertvollen Anhänger geworden ist. Hier haben wir nochmal den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Man kann sofort erkennen, wie aus einem unscheinbaren Bernstein ein wunderschönes Juwel geworden ist. Wir laden Sie herzlich ein, unser Bernsteinmuseum zu besuchen. Das Bernsteinmuseum ist eine seltene und faszinierende Sehenswürdigkeit in Nürnberg,
insbesondere für die Bernsteinliebhaber. Für unsere Zuschauer ist der Eintritt frei. Bei dieser Gelegenheit können Sie in unserem angeschlossenen Bernsteinshop ein schönes Souvenir erwerben. Eine umfangreiche Auswahl an attraktiven Schmuckstücken aus unserer Werkstatt finden Sie auch in unserem Online-Shop. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben und abonnieren Sie unseren Kanal. Wir produzieren gerne für Sie weitere interessante Filme.